Servus und herzlich willkommen zu unserer zweiteiligen Videoreihe, in der wir uns mit dem Thema Schädlinge und Krankheiten beschäftigen werden. Kakteen und andere Sukkulenten sind ja bekannt für ihre Robustheit, allerdings sind auch diese Gewächse nicht gefeit vor unliebsamen Gästen, die ab und zu mal zu Besuch kommen. Und in diesem Video bzw. in diesen Videos geht es darum, was für Schäden können auftreten, was für Schädlinge gibt es und wie können wir mit denen umgehen. Ich werde in dem Video erst einmal auf Grundsätze zum Thema Pflanzenschutz bei Kakteen und anderen Sukkulenten eingehen. Ich werde was zur Vorbeugung von Pflanzenschädlingen erzählen, dann werde ich was zu Nützlingen und chemischen Bekämpfungsmethoden erklären und anschließend werde ich auf einzelne Schädlingserreger eingehen und die näher beleuchten. Wir haben Kapitelmarker im Video angebracht, das heißt, wenn euch ein Thema besonders interessiert, könnt ihr über die Kapitelmarker direkt dahin springen. Grundsätzlich zum Pflanzenschutz kann man sagen, wir unterscheiden Pflanzenschäden in belebte Pflanzenschäden, das heißt biotische Pflanzenschäden, und unbelebte Pflanzenschäden, das sind abiotische Pflanzenschäden. Abiotische Pflanzenschäden sind witterungsbedingte Schäden zum Beispiel oder auch Kulturfehler oder der Mensch selber ist oft auch ein ziemlich großer Schädling. In dieser Videoreihe beschäftigen wir uns mit den biotischen Pflanzenschäden. Im zweiten Teil gehen wir auf die mikrobiellen Schaderreger, sprich pilzliche Schaderreger, Bakteriosen und Virosen. Um zu verstehen, warum Schädlinge manchmal explosionsartig auftreten, ist es wichtig, dass wir ein paar Konzepte bei den Schädlingen kennen. Grundsätzlich kann man sagen, Pflanzen werden gerne von Schädlingen befallen, wenn es ihnen nicht so gut geht. Zum einen, wenn die Wasserversorgung der Pflanze nicht gut geregelt ist, dann ist das Gewebe weicher und beißende und saugende Insekten haben zum Beispiel leichteren Zugriff und kommen leichter an die Pflanze ran. Aber warum treten die jetzt auf einmal auf? Zum einen ist es so, dass Schädlinge gewissen klimatischen Bedingungen angepasst sind und wenn diese klimatischen Bedingungen bei uns auftreten, sind das optimale Vermehrungsbedingungen für den Schädling und er kann sich super vermehren und verbreitet sich dann eben in diesem Zeitraum besonders schnell. Zum anderen sind viele Schädlinge befähigt zur Parthenogenese, das bedeutet Jungfernzeugung. Das heißt, dass von diesen Schädlingen Weibchen in der Lage dazu sind, ohne Männchen Eier zu leben oder lebende Nachfahren zu gebären. Das kennen wir von der Fensterbank. Man geht jeden Tag vorbei und schaut, es ist nichts und auf einmal hat man explosionsartig einen Riesenbefall mit irgendwelchen Schädlingen. Das bedeutet, die beste Vorbeugung gegen Schädlinge ist eine optimale Kulturführung. Der integrierte Pflanzenschutz ist ein Konzept aus dem Erwerbsgartenbau. Der ist natürlich nicht in seiner ganzen Komplexität anwendbar jetzt im privaten Bereich. Allerdings würde ich doch jedem empfehlen, dieses Konzept sich einmal zu Herzen zu nehmen und nicht bei jeder Kleinigkeit mit der Chemiekeule zu kommen. Es gibt genügend Präparate, es gibt genügend Firmen, die anbieten. Informiert euch beim Pflanzendealer eures Vertrauens, was es da gibt an Bodenhilfstoffen, an Pflanzenstärkungsmittel, an Biologika, an Nützlingen. Damit kommt ihr schon sehr, sehr weit und es muss nicht immer gleich die Chemiekeule sein. Also um kräftige Pflanzen zu erhalten, müssen wir ein paar Faktoren beachten. Ja. Dazu zählen die Standortbedingungen, das Substrat, die Bewässerung, das Temperaturangebot und das Nährstoffangebot. Ja, wenn diese Faktoren stimmen, dann geht es unserer Pflanze gut. Beim Standort ist darauf zu achten, dass wir ausreichend Licht haben, damit die Pflanze gut wachsen kann. Ja. Außerdem sollte beim Standort darauf geachtet werden, dass wir eine gewisse Belüftung haben, dass die Pflanze frische Luft bekommt. Jetzt nicht gerade kalte Zugluft im Winter, das mögen sie nicht so besonders, aber da sollte auf jeden Fall jetzt kein abgeschlossener Raum sein, wo keine Luft rankommt. Ja, beim Substrat sollten wir darauf achten, dass das Substrat sehr luftig ist, locker ist, dass das eine gute Drainagewirkung hat, damit wir keine Staunässe an der Wurzel haben. Das mögen die allermeisten Kakteen und Sukkulenten mögen das gar nicht, weil Staunässe dann zu Sauerstoffmangel führt und dann Wurzeln anfangen können zu faulen und die Pflanze allgemein geschwächt wird. Bei der Bewässerung der Pflanze sollte entsprechend darauf geachtet werden, dass wir die Pflanze nicht überwässern, dass das Substrat immer wieder zwischen den einzelnen Wassergaben abtrocknen kann, damit eben keine Staunässe entsteht im Boden. Die Temperatur sollte der Pflanze entsprechend angepasst werden. Jede Pflanze hat so einen eigenes Temperaturoptimum. Da muss man sich einfach damit auseinandersetzen, wo kommt diese Pflanze ursprünglich her und welche Temperaturen mag sie gerne. Beim Nährstoffangebot ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Pflanze ausreichend mit Nährstoffen versorgt ist. Sie sollte aber nicht
überdüngt werden. Ja, überdüngte Pflanzen, vor allem wenn das Stickstoffangebot zu hoch ist, die werden sehr mastig, da wird schnell viel Masse gebildet, sieht zwar toll aus, aber die Epidermis und Cuticula vor allem der Pflanze die kann sich nicht so schnell entwickeln wie der Rest der Pflanze, die bleibt dann relativ dünn und das bietet wiederum Angriffsfläche für Schädlinge, für beißende und saugende Insekten. Unsere Pflanzen sind auch dann besonders geschwächt, wenn wir so Übergangsphasen haben, wie zum Beispiel jetzt im Herbst, wo viele Pflanzen sich auf die Winterruhe vorbereiten. Hier passieren gerne Kulturfehler und das führt dann am Ende auch zu Pflanzenschäden und dazu, dass wir im Winter geschwächte Pflanzen haben, die anfälliger sind für Schädlinge. Außerdem müssen wir wissen, dass manche Schädlinge wirtsspezifisch sind, sprich manche Schädlinge befallen nur bestimmte Arten von Pflanzen, andere Schädlinge sind eher polyphag, das bedeutet, sie befallen fast alle Pflanzen. Außerdem gibt es manche Kulturen, die sehr anfällig sind gegen bestimmte Schädlinge. Zum Beispiel Solanaceen ziehen sehr gerne weiße Fliege an. Wer schon mal eine Gurke selber angepflanzt hat, weiß, dass die auch gerne alles bekommt, was möglich ist. Und auch im Kakteen- und Sukkulentenbereich gibt es bestimmte Pflanzengruppen, die anfälliger sind gegen bestimmte Schädlinge. Wenn wir jetzt doch einen Befall haben, den wir so nicht mehr in den Griff bekommen und wir zu einem chemischen Pflanzenschutzmittel greifen wollen, dann müssen wir wissen, dass es da unterschiedliche Wirkmechanismen gibt. Es gibt Mittel, das nennt sich Kontaktmittel. Das sind Mittel oft auf Ölbasis, die gesprüht werden auf betroffene Pflanzenteile bzw. auf die ganze Pflanze. Mit den Kontaktmitteln muss der Schädling direkt getroffen werden, damit das Pflanzenschutzmittel wirkt. Bei den Kontaktmitteln haben wir zum Beispiel gute Ergebnisse mit Neemölpräparaten, mit Präparaten auf Paraffinölbasis, auf Orangenölbasis oder auch auf Rapsölbasis. Ich würde nicht empfehlen, ölhaltige Mittel vorbeugend anzuwenden. Vor allem nicht dann, wenn wir Nützlinge einsetzen in unserem Bestand, weil auch die ölhaltigen Mittel unter Umständen eine schädigende Wirkung auf die Nützlinge haben. Und es bringt uns nichts, wenn wir einen Nützlingsbestand in unserer Pflanzenkultur etablieren wollen und die dann durch ölhaltige Mittel wieder abtöten. Das heißt, auch hier im Sinne des integrierten Pflanzenschutzes zuerst mit Nützlingen arbeiten, dann mit chemischen Pflanzenschutzmitteln. Bei systemischen Pflanzenschutzmitteln ist es so, dass die Pflanze den Wirkstoff aufnimmt. Das bedeutet, dass Schädlinge, die zu einem späteren Zeitpunkt an die Pflanze gehen, an der Pflanze saugen, nehmen dann durch den Pflanzensaft, den sie aufnehmen, den Wirkstoff auf und sterben ab. Bei vollsystemischen Pflanzenschutzmitteln ist es so, dass die Pflanze den Wirkstoff in der Pflanze komplett verteilt. Das bedeutet, ich besprühe die Pflanze oberflächlich, die Pflanze nimmt den Wirkstoff auf und verteilt den bis in die Wurzeln. Bei teilsystemischen Pflanzenschutzmitteln ist es so, dass die Pflanze den Wirkstoff aufnimmt, aber nicht weit in der Pflanze verbreitet. Man spricht dann von Depotwirkung oder translaminarer Durchfeuchtung. Die Pflanze nimmt den Wirkstoff auf der Blattoberfläche auf und verlagert den zum Beispiel bis auf die Blattunterfläche. Das ist zum Beispiel hilfreich, wenn man Schädlinge hat, die vor allem an der Blattunterseite aktiv sind und wir eine Pflanze haben, die man jetzt mit einem Kontaktmittel schlecht erreicht, weil viele Blätter um die Pflanze drumherum so angeordnet sind, dass man mit dem Spritzmittel einfach nicht an die Blattunterseite gelangt. Nur weil ein Pflanzenschutzmittel jetzt ein Kontaktmittel ist, bedeutet es nicht, dass es weniger schädlich ist. Auch ein Orangenölpräparat kann unter Umständen gesundheitsschädlich sein. Deswegen sollte nach wie vor bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln Obacht geboten sein. Wenn es jetzt um chemische Pflanzenschutzmittel geht, wenn ihr einen starken Befall habt und ihr werdet dem nicht Herr, konsultiert auf jeden Fall den Fachhandel eures Vertrauens. Ja. Bestellt nicht einfach irgendwas und macht irgendwas. Die Mittel sind mitunter doch nicht ganz ungefährlich und da ist es wichtig, dass man geplant und fachgerecht vorgeht. Als ersten Schädling möchte ich auf die Schildloß eingehen. Die Schildloß ist ein Schädling, der an Kakteen und Sukkulenten sehr häufig vorkommt. Schildläuse sind kleine, ovale Tierchen, die durchlaufen in ihrem Lebenszyklus verschiedene Larvenstadien. In diesen Larvenstadien sind sie beweglich, man nennt sie dann Crawler, sie krabbeln auf der Pflanze umher, bis sie einen günstigen Platz gefunden haben. Wenn sie sich einmal festgebissen haben, dann bewegen sie sich nicht mehr. Schildläuse heißen deswegen Schildläuse, weil sie ein Schild besitzen, das die Laus vor Fressfeinden oder möglichen Gefahren schützt. Das macht es als uns Vergärtner sehr schwierig, mit den Schildläusen umzugehen, weil es wenig wirksame Möglichkeiten gibt, der Schildlaus Herr zu werden. Schildläuse sind wie alle Lausarten Phloemsauger, das heißt, sie stechen in die Pflanze ran, um an den Stickstoff zu gelangen. Dabei nehmen sie den Pflanzensaft aus und alles, was sie nicht benötigen, scheiden sie wieder aus. Dabei scheiden sie auch viel Zucker wieder aus. Der Zucker
In dem Pflanzensaft, in den Ausscheidungen wird dann manchmal so als klebriger Belag auf den Pflanzenteilen sichtbar. Und in diesem klebrigen Belag nisten sich dann sehr gerne Rostpilze an. Die Pilze sind nicht gefährlich für die Pflanze, aber natürlich ist es unsauber, es sieht nicht schön aus und die Pflanze indirekt dadurch schäden, weil sie weniger Photosynthese betreiben kann, weil eben dieser schwarze Belag auf der Pflanze ist. Bei Schildläusen muss es schon ein sehr starker Befall sein, dass die Pflanze wirklich so stark geschädigt wird, dass sie stirbt. In der Regel ist es eher ein optisches Problem, es sieht nicht schön aus und natürlich schwächt es die Pflanze und eine schwache Pflanze ist entsprechend auch anfälliger für andere Krankheiten und Schädlinge. Typische Befallsstellen von Schildläusen sind an Trieben und junge Triebe, junge Stiele, aber auch gerne jetzt zum Beispiel bei den Kakteen in den Rippen hier in der Lamelle. Wie behandle ich jetzt einen Befall mit Schildläusen? Zunächst einmal vorbeugen natürlich immer die Kontrolle. Wenn ich nur wenige Schädlinge finde an meiner Pflanze, dann kann ich die mechanisch entfernen, zum Beispiel mit einem in Alkohol getränkten Wattepad und so den Befall schon deutlich reduzieren. Ich kann auch biologische Maßnahmen ergreifen, indem ich Nützlinge einsetze. Da wären zum Beispiel zu nennen der Marienkäfer, den man hier gut einsetzen kann. Dessen Larven sehen manchmal ein bisschen der Wollaus ähnlich, sind aber größer. Die gehen sehr gerne an die Schildläuse und können die auch in Schach halten. Wenn der Befall so schlimm ist, dass ich auch mit Nützlingen der Sache nicht mehr Herr werde, dann muss ich doch zu einem chemischen Pflanzenschutzmittel greifen. Hier helfen Kontaktmittel oft nicht, da die Schildläuse durch ihren Wachsschild so gut geschützt sind, dass Kontaktmittel nicht mehr wirksam sind. In so einem Fall lasst euch beraten, wie gesagt, und wendet ein entsprechendes Mittel an. Als nächstes möchte ich auf die Woll- und Schmierlaus eingehen. Die Woll- und Schmierlaus ist ein auch häufig anzutreffender Geselle beim Kakteen- und Sukkulentenbereich. Die Woll- und Schmierlaus gehört mit zur Gruppe der Schildläuse und wie bei den Schildläusen auch ist die Woll- und Schmierlaus durch ihre Wolle recht gut geschützt gegen Feinde, aber auch gegen einige Pflanzenschutzmittel, was die Bekämpfung des Schädlings nicht gerade einfach macht. Die Woll- und Schmierlaus vermehrt sich zum Teil über Parthenogenese, zum Teil werden aber auch Eier gelegt, vor allem im Herbst werden Eier gelegt, die dann den Winter überdauern und im Frühjahr schlüpfen dann wieder neue Jungtiere. Der Lebenszyklus einer Wollaus dauert in der Regel so 4 bis 6 Wochen, das ist immer abhängig von Temperatur und Nahrungsangebot. Bei warmen Temperaturen entwickeln sich die Läuse schneller als bei kalten Temperaturen. Die Übertragung der Woll- und Schmierlaus erfolgt durch infizierte Pflanzen im Bestand, durch infiziertes, schlecht gesäubertes Werkzeug, aber auch durch kontaminiertes Substrat zum Beispiel oder durch den Menschen selbst. Bevorzugte Befallsstellen von der Woll- und Schmierlaus sind ähnlich wie bei der Schildlaus geschützte Stellen, zum Beispiel in den Rippen oder bei stark bedornten Pflanzen zwischen den Areolen, in Blattachseln etc. Durch den Befall mit Wollläusen wird der Nährstoff- und Wassertransport in der Pflanze gestört, was die Pflanze schwächt. Es muss aber schon ein sehr starker Befall mit Wollläusen auftreten, um eine Pflanze wirklich zu töten. Der größere Schaden ist natürlich auch ein optischer Schaden. Durch diese ganzen wolligen Gespinste auf der Pflanze sieht es einfach nicht mehr schön aus und generell sollte man die Sache nicht außer Acht lassen. Wie auch bei den Schildläusen kann man einzelne Wollläuse mit einem in Alkohol getränkten Wattepäckchen entfernen. Bei größeren Befall kann man, ähnlich wie bei der Schildlaus, auch den Marienkäfer einsetzen. Als Nützling kommt aber auch die Florfliegenlarve Chrysoperla canea in Frage, die auch die Wollläuse frisst. Außerdem gibt es auch Schlupfwespen, die Wollläuse parasitieren. Wenn wir einen sehr starken Befall haben und zu chemischem Pflanzenschutz greifen müssen, dann brauchen wir ein Mittel, das in der Lage ist, die wachsartige Wollschicht der Wolllaus zu durchbrechen. Da eignen sich Kontaktinsektizide auf Basis von Pyrethroiden oder auch auf Basis von Ölen, wie zum Beispiel Rapsöl oder Neemöl. Nah verwandt mit der Schmierlaus ist auch die Wurzellaus. Die Wurzellaus ist nur in der Regel recht klein, wesentlich kleiner als die Woll- und Schmierlaus, sieht aber äußerlich ähnlich aus, nur wie der Name schon sagt, siedelt sie sich im Wurzelbereich an. Das ist insofern schwierig, weil man im Wurzelbereich es einmal nicht so schnell erkennt, wenn ein Befall da ist und zum anderen gibt es wenig Möglichkeiten, die Wollläuse mit Mitteln im Wurzelbereich zu bekämpfen. Eine Möglichkeit sind Raubmilben, die im Boden aktiv sind. Wichtig zu wissen ist, wenn man Nützlinge im Boden einsetzen will, die Nützlinge brauchen ein feuchtes Milieu, um wirksam zu werden, ansonsten sterben die einfach ab.
Entsprechend ist eine Behandlung mit Nützlingen im Boden, zum Beispiel in den Wintermonaten, wenn die Pflanzen eigentlich in der Ruhephase sind, nicht so gut möglich. Die Läuse selber brauchen leider kein feuchtes Milieu im Boden, weil die saugen ja an den Wurzeln und nehmen den Pflanzensaft auf und haben so genug Feuchtigkeit zur Verfügung. Spinnmilben sind Epidermissauger, das heißt, die beißen in die Epidermis, um dort an den Pflanzensaft zu gelangen. Bei einem starken Befall mit Spinnmilben wird die Epidermis dabei so geschädigt, dass die Photosyntheseleistung der Pflanze so beeinträchtigt wird, dass es bei einem sehr starken Befall sogar zum Tod der Pflanze führen kann. Wie erwähnt sind die Ursachen für einen Spinnmilbenbefall meist eine zu hohe Temperatur bei zu niedriger Luftfeuchtigkeit und eine unzureichende Belüftung. Entsprechend kann man bei der Behandlung oder bei der Vorbeugung die Luftfeuchtigkeit erhöhen, man kann die Temperatur ein bisschen reduzieren, wenn irgendwie möglich, und man kann für eine gute Belüftung sorgen und dadurch einem Befall vorbeugen. Wenn man einen Befall hat, kann man den mechanisch begegnen, indem man betroffene Pflanzenteile abwäscht mit einer leichten Seifenlösung oder einfach mit Wasser. Wenn man so einen härteren Wasserstrahl zum Beispiel hat und die betroffenen Stelle im Außenbereich irgendwo abspült, kann man die Pflanzen bzw. kann man die Schädlinge schon mechanisch größtenteils entfernen und den Befall reduzieren. Wenn man einen größeren Befall hat, kann man Nützlinge einsetzen, wie zum Beispiel Raubmilben, da gibt es Phytosaiolus persimilis oder Amplisaius californicus, die gute Ergebnisse erzielen bei einem Befall mit Spinnmilben. Wenn der Befall zu groß ist und ich einen chemischen Einsatz machen möchte, dann empfehlen sich Kontaktinsektizide auf Ölbasis oder auch auf Basis von Kaliseife. Ähnlich wie die Spinnmilben sind Weichhautmilben auch Epidermissauger. Weichhautmilben sind allerdings so klein, dass man sie mit bloßem Auge oft nicht erkennen kann. Da muss man dann schon mit der Lupe oder mit einem Mikroskop rangehen, was natürlich das Erkennen von dem Befall deutlich erschwert. Bei Weichhautmilben ist es so, die Weichhautmilben kommen vor allem an jungen und damit weichem Gewebe vor, was wir vor allem an einem Jungaustrieb, an einem Neuaustrieb haben und an sehr jungen Blättern zum Beispiel. Dort ist die Epidermis, also die äußerste Hautschicht, ist noch relativ dünn. Die Cuticula ist noch nicht so gut ausgebildet und entsprechend haben die Weichhautmilben ein leichtes Spiel und befallen die Stellen sehr gerne. Den Schaden erkennt man leicht an verkrüppelten Blättern, wenn der Jungaustrieb so irgendwie deformiert aussieht, wenn sich Blätter einrollen zum Beispiel, kann das ein Zeichen auf einen Befall mit Weichhautmilben sein. Durch die Schädigung der Epidermis wird die Photosyntheserate, die Photosyntheseleistung der Pflanze eingeschränkt und entsprechend wird die Pflanze durch den Befall geschwächt. Bei Kakteen, die jetzt keine Blätter haben, ist ein Befall oft erst sehr spät zu erkennen. Das erkennt man dann an wirklich richtigen Verkorkungen an der Epidermis. Also wenn die Pflanze oberirdisch, vor allem hier im Scheitel, wo der Jungaustrieb stattfindet, wenn dort so Verkorkungen und Verkrüppelungen auftreten, ist das ein relativ eindeutiges Zeichen für einen Befall mit Weichhautmilben. Wenn man den Befall erkennt, weil so ein Jungaustrieb geschädigt wurde, ist es in der Regel schon zu spät, weil dieses geschädigte Gewebe sich nicht wieder regeneriert von dem Schaden. Ja, also wenn der Jungaustrieb, der Neuaustrieb von der Pflanze zerstört wurde durch die Weichhautmilbe, dann bleibt der optische Schaden einfach bestehen. Der Lebenszyklus von Weichhautmilben ist wie bei den Spinnmilben auch relativ schnell. In 1 bis 2 Wochen kann sich eine ganze Generation entwickelt haben. Anders als bei den Spinnmilben entwickeln sich Weichhautmilben gerne bei warmen Temperaturen, aber einer höheren Luftfeuchtigkeit. Entsprechend kann man vorbeugend darauf eingehen, indem man die Luftfeuchtigkeit reduziert in einem Bestand, in dem der gefährdet ist. Wenn möglich, hilft auch das Entfernen befallener Triebe oder Blätter aus dem Bestand. Außerdem kann man mit Nützlingen entgegenwirken durch zum Beispiel Raubmilben wie Amplisaius barkeri oder Amplisaius cucumeris. Bei einem sehr starken Befall helfen wiederum Kontaktinsektizide auf Ölbasis oder systemische Mittel. Wir kommen zur weißen Fliege. Die weiße Fliege ist eigentlich keine Fliege, sondern gehört zur Gruppierung der Schildläuse und nur eine bestimmte Form der weißen Fliege ist tatsächlich als Fliege aktiv. Die weiße Fliege ist so eine kleine 1 bis 2 mm große Fliege,
die man häufig vor allem bei blättrigen, sukkulenten Gewächsen vorfindet. Befallen werden vor allem gerne Burseraceen zum Beispiel oder andere sehr blättrige Arten. Die weiße Fliege kann jetzt bis zu 200 Eier auf die Unterseite von einem Blatt legen. Aus den Eiern schlüpfen dann Larven bzw. Nymphen und diese saugen sich an der Unterseite von den Blättern fest und die sehen so ein bisschen aus wie eine Schildlaus. Das heißt, wenn man einen Befall hat und man erkennt den Befall an den weißen Fliegen, muss man an die Unterseite der Blätter schauen und dort findet man dann diese schildlausartigen Erhebungen. Durch den Saftentzug der weißen Fliege, durch das Saugen an der Epidermis werden der Pflanze Nährstoffe entzogen, die Pflanze wird geschwächt, befallene Blätter verfärben sich oft gelblich und fallen unter Umständen ab. Entsprechend ist der Wasserhaushalt und der Nährstoffhaushalt der Pflanze durch den Schädling gestört, was zu Wuchshemmungen, Wuchsdeformationen etc. führen kann. Die weiße Fliege kommt bei uns heimisch auch ganz normal draußen auf der Wiese vor. Sie vermehrt sich am ehesten bei hohen Temperaturen und man hat entsprechend im Sommer oft einen Zuflug von draußen. Um einem Befall mit weißer Fliege vorzubeugen, kann man Gelbtafeln aufstellen. Gelbtafeln, das sind so kleine viereckige Tafeln, kriegt man in jedem einigermaßen guten Pflanzenhandel. Und die haben 2 Klebeseiten, die stellt man auf. Durch die gelbe Farbe werden die weißen Fliegen angelockt und kleben dann an der Gelbtafel fest und man kann sie sehen. Wenn man dann einen Befall feststellt, sollte man natürlich entsprechend reagieren. Die Gelbtafeln alleine helfen nicht, einen Befall wirklich zu minimieren oder zu bekämpfen. Wenn man befallene Pflanzenteile entfernt, sollte man die natürlich nicht direkt neben dem Bestand irgendwie auf den Kompost schmeißen. Die sollten dann schon in den Hausmüll und weit weg entsorgt werden, damit die noch vorhandenen Puppen sich nicht weiterentwickeln und entsprechend neue weiße Fliegen dann schlüpfen können und auf den Bestand zurückfallen. Die weiße Fliege ist einer der ersten Schädlinge, für den ein Nützling auf den Markt gebracht wurde. Das ist die Schlupfwespe Encarsia formosa. Die Schlupfwespe parasitiert die Nymphen auf der Unterseite der Blätter und bekämpft somit den Befall mit weißer Fliege. Wenn jetzt eine Schlupfwespennymphe parasitiert wurde durch eine Schlupfwespe, reift dieses Ei in der Nymphe an, die Nymphe stirbt ab und wenn das Ei entsprechend gereift ist, schlüpft aus der Nymphe der weißen Fliege eine junge Schlupfwespe, die dann wiederum rumfliegt und andere Nymphen der weißen Fliege parasitiert. Die Nymphen sind ja entsprechend sehr, sehr klein, das sind 1 bis 1 Millimeter oder so. Schlupfwespen an sich darf man sich nicht vorstellen wie jetzt so normale Wespen, die man von draußen kennt. Das sind sehr kleine schwarze Tierchen, die fallen einem dann so nicht auf und stören auch nicht im Haus, wenn die da rumfliegen. Die chemische Bekämpfung von weißer Fliege kann man mit Mitteln auf Ölbasis vornehmen oder auch auf Mitteln auf Pyrethroidbasis. Es gibt auch systemische Pflanzenschutzmittel, die Anwendung finden können, was vor allem dann sinnvoll ist, wenn man mit Kontaktmitteln die Nymphen an der Unterseite der Blätter nicht erwischt. Also wenn eine Pflanze so gewachsen ist, dass man da die Unterseite nicht gut benetzen kann mit dem Spritzmittel, dann sollte man doch zu einem systemischen Mittel greifen. Als nächstes kommen wir zu den Tripsen. Tripse oder auch Fransenflügler genannt, sind so kleine, 1 bis 2 mm große Insekten. Die haben 6 Beine und so ein bisschen gefranste Flügel, wenn sie denn Flügel haben. Manche haben Flügel, manche haben keine Flügel. Die sind relativ flink unterwegs, können sich schnell verbreiten und die saugen an der Epidermis von unseren Pflanzen. Gut erkennen kann man sie vor allem, wenn so zum Beispiel in den Blüten so kleine schwarze Pünktchen auftreten oder wenn auf Blättern so kleine Einstichstellen sind, kleine weiße Pünktchen und ringsherum sind so kleine schwarze Pünktchen. Die Einstichstellen sind die weißen Pünktchen auf der Epidermis gut erkennbar und die Ausscheidungen von den Tripsen, das sind so kleine schwarze Krümelchen, die man auf den Pflanzenteilen dann erkennt. Wenn man das hat, ist relativ klar, wir haben einen Tripsbefall. Tripse kommen vor allem in der warmen Jahreszeit vor. Tripse vermehren sich wahnsinnig schnell bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit. Also perfekt im Sommer bei Kakteen und Sukkulenten, wenn wir wirklich hohe Temperaturen in den Quartieren haben. Bei optimalen Bedingungen kann sich eine Tripspopulation innerhalb von 1 bis 2 Wochen entwickeln. Ja? Das geht wahnsinnig schnell. Dadurch, dass sie so flink sind und sich so schnell verbreiten können, haben wir da echt ein Problem, die Tripse zu bekämpfen.
Eine weitere Schwierigkeit bei den Tripsen ist, die legen ihre Eier in Pflanzenteile ab. Das heißt, auch wenn man alle adulten Tiere mit irgendeiner Maßnahme erwischt hat, können die Eier immer noch in den Pflanzenteilen überleben und daraus neue Larven schlüpfen. Da gibt es 2 Nymphenstadien, wo die Nymphen verpuppt im Boden bzw. im Substrat überdauern. Auch in diesem Zustand sind sie wahnsinnig schwer zu bekämpfen. Entsprechend muss man, wenn man einen Tripsbefall hat, damit rechnen, dass man mehrere Wiederholungsbehandlungen machen muss, um wirklich alle Tripse dann zu erwischen. Um einem Tripsbefall vorzubeugen, ist es wichtig, regelmäßig den Bestand zu kontrollieren und gegebenenfalls, vor allem wenn die Luftfeuchtigkeit sehr niedrig ist und die Temperaturen sehr hoch ist, da Gegenmaßnahmen zu steuern, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Um einen Befall mit Tripsen im Bestand frühzeitig zu erkennen, kann man Blautafeln aufstellen. Die blaue Farbe wirkt anziehend auf die Tripse, die Tiere bleiben an der Klebefläche kleben und man kann frühzeitig einen Befall mit Tripsen im Bestand erkennen. Mechanische Bekämpfungsmöglichkeiten wären, befallene Pflanzenteile zu entfernen, um die Eier der Tripse mit zu entfernen. Außerdem können wir durch den Einsatz von Nützlingen wie Raubmilbe, Amplisaios barkeri, Amplisaios cucumeris und Amplisaios swirskii einem Befall durch Tripse entgegenwirken. Bei einem sehr starken Befall kommen wieder unsere Kontaktinsektizide zum Einsatz auf Ölbasis, zum Beispiel Neemöl oder auf Pyrethroidbasis. Da die Tripse aber so flink sind und sich gerne an Stellen verstecken, wo man mit Kontaktinsektiziden nicht hinkommt, kann ein Einsatz von systemischen Mitteln ratsam sein in dem Fall. Ja, wir kommen zu den Trauermücken bzw. den Trauermückenlarven. Die Trauermücke selber ist so ein schwarzes, beflügeltes Tier, 3 bis 5 mm groß, hat lange Beinchen und schwirrt gerne so in Substratnähe umher. Die adulte Trauermücke selber ist aber gar nicht der Schädling in dem Fall, sondern die Trauermückenlarve. Die adulten Tiere, die Weibchen, legen Eier in feuchtes Substrat, am liebsten bei warmen Temperaturen. Nach 3 bis 4 Tagen schlüpfen dann die Larven aus den Eiern und die Larven ernähren sich von der organischen Substanz im Substrat, also im Boden bei uns im Topf und dort leider eben auch von den Wurzeln unserer Pflanzen. Der Lebenszyklus von der Trauermücke sind so 3 bis 4 Wochen. Das kommt immer darauf an, eben wie gesagt, wie die Witterungsbedingungen und die Temperatur ist. Bei warmen Temperaturen entwickeln sie sich schneller, bei kühlen Temperaturen nicht so schnell. Die Übertragung von Trauermückenlarven erfolgt bei uns hauptsächlich durch Zuflug. Die Trauermücken kommen bei uns normal in der Natur vor und fliegen dann über geöffnete Lüftungen, über Fenster in unseren Bestand rein. Es können aber auch schon infizierte Pflanzen bzw. Pflanzen mit Larven oder Eiern neu in den Bestand kommen und die Tierchen breiten sich dann von dort aus. Auch kontaminiertes Substrat kann ein Übertragungsweg für Trauermücken bzw. Trauermückenlarven sein. Da Trauermücken vor allem in feuchtem Milieu und bei warmen Temperaturen auftreten, sind vor allem zum Beispiel Sämlinge sehr gefährdet von Trauermückenlarven befallen zu werden, weil wir da in der Regel eben diese hohen Temperaturen und ein feuchtes Milieu haben. Aber auch Jungpflanzen, die gerade im Wachstum sind, die viele junge, feine Wurzeln haben, werden leicht befallen von Trauermücken. Sehr große, adulte Pflanzen, vor allem im Kakteenbereich, wo man jetzt eher weniger feuchtes Substrat hat und die Wurzeln schon sehr gut ausgebildet sind, die sind eher weniger anfällig für Trauermücken in dem Fall. Besonders gefährlich sind Trauermücken dann, wenn wir jetzt eine Aussaat haben, wo gerade die Sämlinge gekeimt sind und wir dann einen Befall mit Trauermücken bekommen und wenn wir den nicht bekämpfen, dann haben wir echt ein Problem, weil dann können die Trauermücken uns unter Umständen unseren ganzen Bestand an Sämlingen in einem Kistchen kaputt fressen. Die Trauermückenlarve, das sind kleine, bis 7 mm lange wurmartige Tierchen, die sich eben durch das Substrat schlängeln und an dem organischen Material, an den Wurzelspitzen fressen, um sich zu ernähren. Ein zu feuchtes Substrat und ein Substrat mit einem sehr hohen organischen Bestandteil bieten bei warmen Bedingungen optimale Brutbedingungen für die Trauermücken. Um einem Befall mit Trauermücken vorzubeugen, kann man entsprechend die Kultur etwas trockener fahren, weniger gießen, darauf achten, dass man ein Substrat hat, das wirklich eine gute Drainagewirkung hat, wo keine Staunässe sich bildet und das Wasser gut abfließen kann. Außerdem kann man vorbeugend Gelbtafeln im Bestand aufstellen. Das würde ich vor allem immer dann empfehlen, wenn wir eine Aussaat machen, wo die Pflanzen einfach gefährdet sind und wo Trauermücken gerne auftreten. Die Gelbtafeln ziehen die Trauermücken an, die gelbe Farbe wirkt lockend und die Tierchen bleiben dann an der Klebefläche von den Gelbtafeln kleben. So haben wir eine gute Kontrollmöglichkeit, um einen Befall mit Trauermücken frühzeitig in unserem Bestand zu erkennen.
Wenn wir jetzt einen Befall mit Trauermücken bei uns im Bestand festgestellt haben, können wir den relativ gut in den Griff bekommen, auf biologische Weise, zum Beispiel durch den Einsatz von räuberischen Nematoden. Zu nennen wäre da die Steinernema feltiae, die sehr zuverlässig die Larven der Trauermücke bekämpft. Wenn wir jetzt doch zu einem Pflanzenschutzmittel greifen wollen, dann gibt es Präparate, biologische Präparate auf Basis von Bacillus thuringiensis, das ist ein Bakterium. Auch diese Mittel sind nicht sehr giftig und wirken sehr zuverlässig, um einen Befall mit Trauermücken zu bekämpfen. Jetzt haben wir schon ein paar Mal über Nematoden, in dem Fall über nützliche Nematoden geredet. Nematoden, also Fadenwürmer, sind aber eine sehr, sehr große Gruppe. Da gibt es wahnsinnig viele unterschiedliche Arten und die wirken nicht alle unbedingt positiv auf unsere Pflanzen. Es gibt auch Nematoden, die die Pflanzenwurzeln befallen und sich in den Pflanzenwurzeln ansiedeln und von den Pflanzenwurzeln sich ernähren. Solche Nematoden kommen im Kakteen- und Sukkulentenbereich durchaus schon mal vor, wenn auch selten. Zu erkennen ist es vor allem daran, wenn wir eine Pflanze haben, die nicht gut verwurzelt ist und wir schauen uns die Pflanze an, vielleicht topfen wir sie aus, weil wir denken, irgendwas stimmt da nicht und wir merken, boah, die Wurzeln sehen total schlecht aus. Die Wurzel sieht auf jeden Fall nicht gesund aus und es sind keine Haarwurzeln zu erkennen, das Wurzelgeflecht ist nicht gut ausgebildet. Dann, in dem Fall, wenn wir eine trockene Kulturführung haben, wenn da keine großen V-Stellen zu erkennen sind, dann kann es sein, dass wir einen Befall mit Nematoden haben. Die Fadenwürmer selbst sind mikroskopisch klein, man kann die mit dem bloßen Auge nicht erkennen, man sieht nur den Schaden, den sie anrichten. Wenn wir aber so einen Fall haben, ist die Behandlung auch nicht ganz einfach. Wir können zum einen die Pflanze austopfen, wir können befallene Wurzelstellen entfernen. Um den Befall mit Nematoden vorzubeugen, sollte man eben grundsätzlich auf Hygiene achten, steriles Substrat verwenden, sterile Werkzeuge verwenden, regelmäßig den Bestand kontrollieren, auch den Bestand nicht überwässern, gute Kulturbedingungen schaffen. Dann haben auch Nematoden kein leichtes Spiel. Die Bekämpfung von Nematoden ist insofern schwierig, da es wenig bis keine zugelassenen Pflanzenschutzmittel gibt, mit denen man die Nematoden bekämpfen kann. Es gibt räuberische Nematoden, die man gegen unsere phytopathogenen Nematoden einsetzen kann, aber auch die gibt es nur sehr selten auf dem Markt. Insofern sind Nematoden wirklich ein gefährlicher Schädling, allerdings kommt er auch wirklich nur sehr, sehr selten vor. Das war der erste Teil unserer zweiteiligen Reihe zum Thema Pflanzenschutz bei Kakteen und anderen Sukkulenten. Wie so oft im gärtnerischen Bereich gibt es zu jedem Thema meistens so viele Meinungen wie Gärtner. Insofern, wenn ihr Anmerkungen habt zu irgendeinem Bereich aus diesem Video, ab damit in die Kommentare. Wir diskutieren gern mit euch und ich bin auch immer bereit, was Neues zu lernen.